me, Mario. Hallo. Hallo meine Lieben, es ist endlich soweit. Es ist unglaublich. Das ist einer der Sets, das am längsten gedauert hat, dass ich es fertig gebaut habe. Nicht, weil es so komplex ist oder sonst irgendwas oder weil es mich nicht gefreut hat. Aber ihr wisst es, der kleine Baumeister macht uns manchmal zu schaffen. Speziell, weil seine Lieblingsfarbe gelb ist. Jetzt ist sofort, wenn er diesen Fragezeichenblock sieht, stürzt er darauf los und möchte ihn am liebsten zerlegen, was wir natürlich nicht zulassen, sondern wir haben gesagt, wir schicken ihn heute mal spazieren mit Oma. und nutzen die Zeit. Andere Paare nutzen die Zeit vielleicht anders. Wir nutzen sie, um ein Video zu drehen. Ich wüsste nicht für was. Wir sind nur für euch hier im Einsatz, wie ihr sehen könnt. Wir haben heute ein ganz besonderes Set, auf welches ich mich auch schon gefreut habe. Ich habe ja immer wieder vernommen aus den Kommentaren, warum wir in letzter Zeit so selten Reviews machen. Wie gesagt, das liegt an dem Grund, den Rita gerade genannt hat. Wir haben sehr wenig Zeit gehabt zum Aufbauen. Heute präsentieren wir euch eine kleine Dokumentation der Fragezeichenblock, Set Nummer 71395 aus der Super Mario 64 Kollektion von Lego. Ganz besonders toll, 2064 Teile, wie passend. Ein Set, welches mein Kinderherz höher schlagen lässt. Oh ja. Wir sind ja große Lego-Fans, ihr wisst, mit Lego-Sets kann man uns begeistern. Mit Nintendo 64 kann man uns auch begeistern. Wir spielen in unserer Freizeit, obwohl wir wenig haben, sehr gerne eine kleine Runde Nintendo. Mario 64 ist ein Spiel, welches meine Kindheit ganz besonders geprägt hat. Ich glaube, ich habe es an die 30, 40 Mal durchgespielt, kann mich gar nicht mehr erinnern. Auch heute weiß ich noch im Blindflug, wo die meisten Sterne sind. Rita wahrscheinlich auch und ihr auch. Für mich war es eine der Spiele, die mich am meisten, glaube ich, zum Weinen gebracht haben. Einfach nur deshalb, weil ich nicht weitergekommen bin, weil es für mich definitiv noch zu schwer war. Ich weiß gar nicht, wann das Spiel rausgekommen ist. In Europa 1997 und ja, also da war einfach der Tag gerettet mit dem Spiel. Jetzt gibt es ein Lego-Set dazu. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch. Übrigens, wir zeigen euch das Set auch gleich. Wir reden ziemlich viel, aber nur als kleine, aber feine Einleitung. Ich wollte das Set schon haben, war aber am Anfang nicht ganz 100%ig begeistert. Ja. Weil ich weiß nicht, ich war irgendwie in einem Zustand geistiger Umnachtung, glaube ich. Hier zeige ich euch übrigens die tolle Aufarbeitung hier dieses Sets gemeinsam mit den Spielwelten, die sich in diesem Würfel verstecken. Ich bereue meine Meinung und meine voreilige Entschlüsse, die Skepsis, die ich in Bezug auf dieses Set gehabt habe, sehr. Es ist wirklich ein tolles Set. Wir werden es nicht in die Stadt stellen wahrscheinlich. Vielleicht war deswegen meine Skepsis, wie Rita richtig sagt, präsent, aber jetzt ist das weg. Was ist das Set überhaupt, Rita? Zeigt den Leuten das Set, wahrscheinlich habt ihr es da und dort schon gesehen. Es ist ja schon Ende 2021 erschienen. Eben. Es hat jeder große Lego-YouTuber ein Review drüber gemacht. Ich sehe gerade, es spiegelt ein bisschen im Licht, aber weil es einfach ein grandioses Set ist. Ich zeige euch auch gleich, warum ich hier einen Weihnachtsmann oben stehen habe, der irgendwie ein bisschen lediert ist, hat einen guten Grund, den könntet ihr vielleicht auch brauchen, wenn ihr euch dieses Set besorgt. Also wie gesagt, ein Fragezeichenblock, rundherum sind die Fragezeichen, da geht schon auf, und oben ist nichts und unten ist ein Loch, da kann man hineinschauen, passt aber, finde ich, perfekt. Also das ist alles kein Problem. Jetzt stelle ich eine dem Narrativ ganz besonders entsprechende Frage, um die Spannung jetzt noch ein bisschen hochzuhalten. Was kann man denn jetzt mit diesem Fragezeichenblock machen? Kann man den nur ansehen und unten in das Loch reinschauen? Nein, Christoph, kann man nicht. Man kann auch noch was anderes damit tun. Wie ihr es vielleicht schon gesehen habt, man kann auch hineinschauen. Also nicht nur von unten, sondern man kann den auch aufmachen. Und da habt ihr zum Beispiel die Möglichkeit hier, dass ihr, und jetzt hoffe ich, mache ich das richtig. Rita und die Technik, ich weiß nicht, ob das so toll ist. Natürlich. Da kann man nämlich oben... Also erstens mal von außen sieht er toll aus. Jede Menge, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, jede Menge gelbe Fliesen, tolle Steine. Also der sieht auf jeden Fall cool aus und er kann zaubern. Es ist fast wie ein Check in the Box. Man dreht ihn und ja, wahrscheinlich ist es für euch nichts Neues, weil ihr habt schon ein Review von dem Set gesehen, aber
Der Block hat mehrere Super Mario Spielwelten eingebaut und also das ist jetzt was, wo ich schon ein wenig ins Zittern und Bibbern komme, weil diese Spielwelten hier so dermaßen cool aufgebaut sind, dass wirklich ein Fan des Spiels wahrscheinlich genauso wie ich nicht mehr weiß, was er eigentlich sagen soll. Es ist ein bisschen schwierig in die Kamera zu halten. Wir haben natürlich im Zentrum in der Mitte hier der springt ein bisschen hin und her, den Schlossgarten, wie ihr sehen könnt, hier mit Lakito, dem Kameramann, Mario hier in Kleinformat, auch Peach ist hier mit dabei, der Röhre, wo man rauskommt, die Bäume, der ganze Schlossgarten und natürlich das tolle Schloss. Auf der Hinterseite ist sogar Yoshi zu finden, ganz besonders cool. Und was auch cool ist, man kann das Schloss öffnen, also quasi diesen vorderen Teil abnehmen. Das kann man bei mehreren Teilen hier machen und dann ist man quasi hier in dem Schloss drinnen und da sind auch Fliesen dabei, die quasi diese Bilderrahmen zeigen, wo man dann hineinhüpft und in die Welt hineinhüpft. Ja. Und das Coole ist auch, dass die doppelt natürlich vorhanden sind. Wollte ich gerade sagen, ja. Wir haben sehr viele Fliesen als Ersatzteile, die bedruckt sind. Auch Marios Schnauzer und solche Kleinigkeiten. Yoshi ist, wie gesagt, auf der Hinterseite. Den zeigen wir euch dann noch, wenn wir einmal rundum geschaut haben. Der sieht auch cool aus. Also wie gesagt, der hat keinen Druck, aber gefällt mir sehr, sehr gut. Und ja, also alleine schon dieser Schlossgarten hier ist der absolute Wahnsinn. Ihr seht, ich bin fast sprachlos. Und dann haben wir eben noch die Eiswelt. Ich muss wirklich schauen, dass ich den da jetzt nicht runterfallen lasse. Hier unten diese Lava-Welt, auch alles. Man kann sich wirklich direkt erinnern, wenn man dieses Spiel gespielt hat, dann fühlt man sich wirklich zurückversetzt in diese Welten. Man kann auch hier diesen Eisberg aufmachen, damit man quasi die Rutsche sieht, die mich wirklich zum Weinen gebracht hat, denn ich hasste diese Rutsche. Ich liebte sie. Das Blöde war nur, wenn man die Abkürzung nimmt und der Pinguin hat das gesehen, dann hat er in einem keinen Stern gegeben. Ja. Aber sonst war sie extrem, extrem cool. Und dann noch diese, ich glaube, das ist ziemlich die erste Welt, oder? Die ganz links ist mit dem Bonbon. Bonbons, Bombenberg heißt sie, glaube ich, auf Deutsch. Hier sind auch so viele coole Details, hier mit den ganzen Kanonen, wo man sich abschießen kann. Hier oben natürlich König Bonbon, den man ja dreimal runterwerfen muss, auch mit bedrucktem Teil. Hier diese fliegende Insel mit dem roten Fragezeichenblock oder Rufzeichenblock, ich weiß es jetzt nicht, auf jeden Fall, dass man fliegen kann. Und hier die ganzen Details, hier mit Kettenhund und den ganzen Passagen, wo man eben in Richtung des Berges gehen kann. Mir gefallen auch diese, ich nenne sie immer Eiskugeln, weil Rita die immer fürs Tüteneis verwendet, in dunkelgrün. Genau, also wirklich, wirklich cool gemacht. Ja. Und ich glaube, es sind viele unter euch auch, die so mit dem Spiel groß geworden sind und die wahrscheinlich jeden Winkel dieser Levels hier irgendwie erkundet haben. Ich möchte gerne noch kurz mit euch, was machst du? Sag. In die Schneewelt und in die Lava-Welt auch noch reinschauen. Wie gesagt, auch Cool Mountain ist dabei, fast meine Lieblingswelt immer. Ich war mir nie ganz sicher, was meine Lieblingswelt in dem Spiel war, wo man ja oben startet. Die Pinguin-Geschichte kennt ihr vielleicht, wo man das Baby runterbringen muss. Es ist, wie gesagt, diese gesamte, auch der Schneemann ist mit dabei, auch hier dieser, weiß nicht, ist das eine Seilbahn oder sowas, wo man immer sehr aufpassen musste, da ja die Kamera und die Steuerung etwas hakelig war. Es war das erste 3D Mario, müsst ihr euch noch vorstellen. Und wie gesagt, man kann auch hier ähnlich wie beim Schloss die Hinterseite des Schneebergs runternehmen und dann sieht man auf die Eisrutsche, auf die Schneerutsche runter und das sieht auch wirklich, wirklich cool aus. Also sie haben sehr schöne Steine dafür verbaut. Es ist, wie wir ja auch mitbekommen haben, dass bei Lego ziemlich viel gespart wird in letzter Zeit. Hier hat man davon eigentlich, nichts gesehen, Gott sei Dank, weil hier wirklich erstklassige Teile verbaut worden sind. Es wurde sich wirklich Mühe gegeben, hier die Welten adäquat aufzubauen und genau so geht es dann auch im Lavaland weiter mit dem Vulkan in der Mitte. Ich liebe diese Stelle, wo die 8 roten, ich weiß nicht, wo es jetzt ist, die 8 roten Münzen zum Sammeln ist mit den bedruckten Teilen, wo Bowser drauf ist. Dann gibt es natürlich diesen Baumstamm, der sich dreht, wenn man drauf läuft und diese gesamte, doch sehr zerstückelte Spielwelt mit der Lava, wo man immer aufpassen muss, wo man hinspringt. Hinten sind die Bullies und so weiter. Also das ist eine wirklich
wirklich, wirklich tolle Welt. Passt auch sehr gut, weil die Welt ja im Spiel im Keller unten ist und mit dem Auge, mit der Brücke, also es ist wirklich, wirklich eine coole Geschichte hier. Also mir gefällt es wahnsinnig. Es wäre cool, wenn sie noch einen zweiten Teil rausbringen würde. Ich war am Anfang, glaube ich, auch ein bisschen skeptisch, weil dieser Fragezeichenblock ja beim Mario 64 gar nicht vorkommt. Aber Rita zeigt euch jetzt noch das letzte Geheimnis des Fragezeichenblocks. Der Fragezeichenblock kommt in Mario 64 gar nicht vor? Nein, eben nicht. Deswegen haben ja auch viele gesagt, wie das zusammenpasst. Es ist zwar der Mario 64 Fragezeichenblock, im Spiel kommt aber nur der rote, der grüne und der blaue Block vor, wo man eben fliegen kann, durchsichtig werden und so ein Metall-Mario, der am Meeresgrund laufen kann. Aber der Block gecheckt. Kommt, sieht man mal, wie oft hast du das Spiel durchgespielt? Wahrscheinlich auch 10. Nie durchgespielt. Ich bin ja immer nicht weitergekommen. Ich war ja so schlecht leider beim Spielen. Ich habe es sehr gerne gespielt, aber ich habe es leider nie durchgespielt. Man kann ab hier auf jeden Fall auch mit dem großen Mario spielen, wenn ihr den habt. Wir haben ihn aber leider momentan keine Batterien drinnen. Also hier kann man auch mit ihm spielen. Die Figuren sind natürlich um einiges zu klein, aber es gibt ein paar versteckte Sterne, die man hier einsammeln kann. Und natürlich ist auch der Bowser dabei, ganz klar. Finde ich auch sehr cool gemacht, auch wieder mit bedruckten Fliesen, seine Augenbrauen, ihr seht es hier. Und echt eine coole Bautechnik wieder mal, auch mit diesem Panzer, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und der kommt eben hier unten. Das war ein Horror zum Zusammenbauen, hat Rita gesagt, weil da irgendwas nicht gestimmt hat bei ihrem Baufortschritt. Und also ich glaube, du hast einen Fehler gemacht oder deine Mutter, ich weiß es jetzt nicht mehr. Und das war dann sehr schwierig, das wieder in Ordnung zu bringen, nachdem das Ganze schon aufgebaut war. Aber man kann da natürlich Bowser ganz stilecht wie in eine der 3 Endwelten natürlich auch gegen die, sind es Kanonen oder Bomben am Rand des Spielfelds dieser Plattform schleudern. Und das finde ich auch wirklich, wirklich cool gelöst. Finde ich auch. Hinten auch mit der großen Fliese, ich glaube, das ist eine 8x16er Fliese in Violett, in Purple, die gibt es auch sehr, sehr selten. Genau. Und wenn man ihn dann nicht mehr braucht, kann man ihn einfach wieder weggeben, zuklappen und oben wieder verstauen, was ich eigentlich eine sehr coole Idee finde. Ja, finde ich auch. Und genauso kann man eben die so funktioniert es nicht, das liegt ja hier, ihr kennt Rita, sie ist da immer ein bisschen... Egal. Die Spielwelten kann man genauso verstauen. Wir denken, dass wir das Set irgendwo auf jeden Fall als Displayset, also nicht in der Stadt, sondern als Displayset hinstellen werden. Man klappt das Ganze wieder zusammen und dreht es in diese Richtung einmal verkehrt rum in den Würfel rein. Das geht sich alles das geht sich wirklich aus. Perfekt. Und ja, wir haben Freude damit. Aber, und das ist mir nämlich aufgefallen, bei mir ging dieser Fragezeichenblock nicht ganz zu. Da war immer so ein kleiner Spalt und das hat mir nicht... Ich bin echt normalerweise nicht die Perfektionistin, aber das hat mich definitiv gestört. Und jetzt kommt eben mein Weihnachtsmann mit dem kaputten Auge. Der arme Weihnachtsmann hat sein Auge verloren, nur weil Rita es so wollte. Genau. Da ist nämlich ein Teil drinnen gewesen, das ich verwendet habe, um quasi den Fragezeichenblock so zu modifizieren, dass er... Hoppala. Alles gut, das war nur unsere Lampe hier. Ihr habt es nicht mal gesehen, glaube ich. Dass er ganz zugeht und hier nicht mehr dieser Spalt zu sehen ist. Natürlich ist zwischen den Fliesen immer ein Spalt, aber so, wie gesagt, funktioniert das super, dass hier das besser zugeht. Und wie habe ich das gemacht? Ich zeige es euch hier noch schnell. Wenn man hier reinschaut und ihr könnt die beiden Seiten vergleichen, dann seht ihr, dass hier rechts, genau, habe ich diese, wie nennt man das, 1x1er mit Loch. Ja, diese Headlight, 1x1 Brick Modified with One Headlight oder sowas heißt der eben als Auge oder eigentlich als Augenhöhle für den Schneemann gedacht war. Genau, den habe ich hier rechts eingebaut, damit das quasi dann hier einrostet. Du rostest auch ein.
Es ist so doof, damit das hier was auch immer, einrostet, mit den Teilen hier, damit man das gut wieder zumachen kann. Also ganz leicht, ihr braucht wie gesagt nur so ein Headlight-Teil und auch noch 1x1er Plates, damit ihr das noch ein bisschen hinuntergeben könnt, denn sonst funktioniert das nicht. Aber dann ist es sehr einfach, dann geht's zu und dann ist es wie bei den, bei den Modular Buildings. Ja, ganz richtig. Also dass ihr man nicht seht, aufeinander setzt, die Stockwerke, aber halt so zusammen macht. Rita ist begeistert. Ich bin es auch, muss ich sagen, nach meiner anfänglichen Skepsis. Wir haben uns das NES-Set mit dem Fernseher nicht gekauft. Das werden wir vielleicht noch mal machen. Ich finde auf jeden Fall, dass Lego und Nintendo hier mit der Kooperation in eine richtige Richtung gehen. Wir waren am Anfang von diesen größeren Spielfiguren ein bisschen enttäuscht. Das war nicht ganz das, was wir uns vorgestellt haben. Ist eher für Kinder gedacht. Das verstehen wir natürlich. Tim wird mal seine Freude haben, nehmen wir an. Wobei wir jetzt sehr viele dieser ersten und zweiten Generationssets von Super Mario, den großen, wo man so herumhüpfen kann, um einen extrem guten Preis gekauft haben. Da haben wir teilweise 60-70% drauf bekommen und freuen uns. Teilweise sind die Teile auch recht cool. Wir wissen nicht, was wir damit machen sollen. Wie gesagt, wahrscheinlich wird es dann Tim irgendwann einmal vererbt bekommen und damit spielen. Ja. Aber trotzdem, ich finde die Teile an sich sind cool und wenn sie reduziert sind, ist auch okay. Aber natürlich so ein Set, da hast du vollkommen recht, ist natürlich schon ganz was anderes. Ja, also das hat, glaube ich, 170 Euro gekostet. Gibt es aktuell nur exklusiv bei Lego. Ich weiß nicht, ob das mal anders wird oder ob das bei euch in Deutschland anders ist. Wir haben es auf jeden Fall hier noch nie irgendwo gesehen. Und ja, das Set macht mich in dem Sinn optimistisch, als dass ich denke und hoffe, dass wir jetzt mehr in diese Richtung sehen werden. Ich denke da nur an Gerüchte, dass eine Super Mario Minifiguren-Serie rauskommt. Gerüchte, dass vielleicht doch mal ein The Legend of Zelda Set rauskommt. Wir haben ja so gehofft, dass dieser Pferdestall aus Breath of the Wild endlich mal die Reviews bei den Ideas-Sets durch die Reviews durchkommt und so weiter und so weiter. Also wenn da mehr Sets rauskommen, dann glaube ich, werden wir sicher das ein oder andere Set nochmal kaufen. Mal sehen, was die da geplant haben. Es wird auf jeden Fall interessant werden, denke ich mal. Ich hoffe auch. Und ihr wisst, auch wenn Christoph dann das Set wieder verurteilt und nicht kaufen möchte, ihr habt ja mich. Und ich gönne mir das Set sonst gerne. Und dann sieht man ja, was dabei rauskommt. Es ist echt ein geniales Set. Ja, also ihr seht auf jeden Fall, wir sind begeistert. Ja. Ich blättere auch immer wieder gerne diese ersten Seiten. Ich zeige euch die in Detail nochmal kurz der Anleitung durch. Da sind nochmal so coole Spielszenen, was denn mit den Spielwelten es auf sich gehabt hat und so weiter. Und das haben sie echt wirklich nett gemacht. Sollte das Set irgendwo mal im Angebot bei euch im Supermarkt eures Vertrauens liegen, dann schlagt auf jeden Fall zu. Auch für 170 Euro, muss ich ganz ehrlich sagen, ist man hier speziell natürlich als Nintendo-Fan. Das Set ist natürlich, entweder man ist Nintendo-Fan oder nicht. Dasselbe ist jetzt bei Sonic. Wir sind nicht die allergrößten Sonic, oder jedenfalls ich nicht der allergrößte Sonic-Fan. Ich war immer mehr Team Nintendo als kleiner Junge. Deswegen begeistert mich das Sonic-Set jetzt wahrscheinlich nicht so dermaßen wie Nintendo, aber wir werden sehen. Würde uns auf jeden Fall interessieren, ob ihr euch das Set auch gekauft habt. Ob auch dieses NES plus Fernseher-Set interessant ist, würde uns auch interessieren. Stimmt, ja. Und, da waren wir wirklich beide kritisch, deswegen haben wir es eben bis jetzt noch nicht gekauft, aber wer weiß. Obwohl ich das jetzt schon mal bei Smith Toys, glaube ich, für einen sehr guten Kurs gesehen habe. Mal sehen. Wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wo dieses Set dann mal enden wird. Jetzt ist es endlich fertig aufgebaut. Wir haben uns gedacht, wir machen ein Review. Danke fürs Einschalten. Viel Spaß beim Spielen. Ich werde jetzt leider in die Arbeit gehen müssen. Aber wenn ich nach Hause komme, baue ich vielleicht nochmal mein Nintendo 64 auf und spiele eine kleine Runde Mario 64, denn das Set macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Definitiv. Also baut auch ihr was Schönes, vielleicht etwas, das mit Nintendo zu tun hat, oder spielt eine Runde. Und dann sehen wir uns und hören wir uns ja hoffentlich bald wieder. Ganz genau. Macht's gut, Leute. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss. Game over.